Chemie ist dort, wo es raucht und stinkt. Das war so die Herangehensweise, wie ich selber vor 30 Jahren Chemie studieren begonnen habe. Chemie wird sehr stark wahrgenommen als Problemverursacher. Was wir versuchen mit diesem Studiengang zu erwirken, ist die Problemlösungskapazitäten, die auf jeden Fall vorhanden sind aus dem Bereich der Chemie, auch wirklich offensiv weiter voranzutreiben. Chemie also nicht als Problemverursacher, sondern Chemie als Löser der Probleme, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Ich denke, es ist ganz wichtig, wenn wir um uns schauen, wie viel Chemie um uns sich befindet. Wenn Sie an Ihre Kleidung denken, wenn Sie an die OLED-Displays denken, auf die manche gerade draufschauen, das ist alles Chemie, das unser tägliches Leben sehr angenehm macht. Wir wollen auf jeden Fall mit diesem Studiengang auch vorantreiben, dass es technologische Lösungen gibt, die diese Wirkung mit einem möglichst umweltverträglichen Impact vereint. Dazu die Initiative Green Chemistry, die von den 3 genannten Universitäten vorangetrieben wurde. Und unser Anspruch ist quasi hier einen Leuchtturm im mitteleuropäischen Raum zu etablieren, der darauf abzielt, ein Ausbildungsprogramm für saubere Technologien unter Anwendung der Chemie zu positionieren, wo wir insbesondere qualifizierte Absolventinnen und Absolventen für spätere Jobs in der Industrie anbieten wollen, ausbilden wollen, die dann auch tatsächlich das Gelernte in die Praxis umsetzen. Das ist generell ein Anspruch, den wir an unsere Absolventinnen und Absolventen an der TU Wien stellen, der auch in diesem Programm ganz stark mitwirkt. Wichtig ist eben insbesondere diese Herangehensweise auf einer systemischen Ebene, Impact von chemischen Verfahren bewerten zu können und hinsichtlich einer möglichst vorteilhaften Ökobilanz zu beeinflussen. Diese ganze Initiative geht aus Einzelinitiativen der 3 beteiligten Häusern hervor, BOKU, TU und Universität Wien, wobei jede Universität ihre Kernexpertise einbringt und in diesem Querschnittthema daher synergistisch möglichst viel Effizienzen aus den Kernexpertisen aller beteiligten Häuser zieht, um damit ein über die Einzelteile hinausgehendes gemeinschaftliches Programm anzubieten. Vielleicht ganz kurz zur Roadmap, wie diese Initiative entstanden ist. Österreich hatte in der zweiten Hälfte 2018 den EU-Ratsvorsitz und dort gab es bereits eine strategische Entscheidung, die Terminologie grüne Chemie stärker voranzutreiben, um einerseits der Chemie ein positives Image zu geben, aber nicht nur eine Imagekampagne zu betreiben, sondern tatsächlich auch Initiativen auf den Weg zu bringen, dies in die Tat umzusetzen mit messbaren Aktivitäten. Und wie Sie sehen, ist es gelungen, hier in einem sehr schnellen Prozess in 3 Häusern, und glauben Sie mir, ich kann Ihnen da viele Geschichten erzählen, was alles notwendig war, die einzelnen Policies, Herangehensweisen von 3 Universitäten unter ein Dach zu bekommen in diesem Programm. Aber es ist uns gelungen, in weniger als 2 Jahren von der prinzipiellen Idee bis zur Umsetzungsperspektive zu kommen. Und es ist uns auch gelungen, innerhalb des letzten halben Jahres hier ab dem Go der 3 Rektorate ein wirklich kompetitives Studienprogramm zu entwerfen, das jetzt dann im Oktober starten wird. Es ist ein zugangsbeschränktes Studienprogramm, auf das möchte ich noch später zurückkommen. Seitens der TU Wien fügt sich dieses Programm in eine sehr umfassende Ausbildungskette ein, wobei wir eben jetzt in dieser kooperativen Schiene einen Aspekt bedienen werden und in den Vordergrund stellen, der natürlich in einzelnen Fragmenten in vorhandenen Studien bereits vorliegt, der aber hier voll zur Entfaltung kommen soll, und das ist eben diese systemische Herangehensweise unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Chemie. Ich möchte jetzt nicht damit langweilen, wie das Studium genau ausschaut. Ich möchte nur auf einige wenige Aspekte eingehen, wie das Studium aufgesetzt ist. Wir haben ein Grundprogramm, wir haben ein Vertiefungsprogramm. Das Grundprogramm bedeckt die wesentlichen Aspekte der grünen Chemie, der Nachhaltigkeit und der Kreislaufökonomie, wo es um nachhaltige Rohstoffquellen geht, wo es um umweltkompatible chemische Verfahren geht. Hier ist, glaube ich, ein essentieller Mehrwert, dass wir vom Labormaßstab bis tief in die Produktion die Ausbildung anbieten können. Es geht darum, auch generell Entwicklungsprozesse anzustoßen im Bereich Nachhaltigkeit und dabei auch Arbeitssicherheit, Toxikologie und analytische Verfahren zu berücksichtigen. Was, glaube ich, auch ein Markenzeichen dieses Studiums sein wird, ist, dass wir einen Wahlfachkatalog anbieten, der sehr elastisch gestaltet werden kann durch die Studierenden, sodass sie aus Töpfen hier wählen können und sich sehr individualisiert vertiefen können.
Eine Besonderheit zumindest für die TU Wien in diesem Zusammenhang ist es im Bereich der Chemie das erste voll englischsprachige Masterprogramm. Wir versuchen hier daher auch ganz stark über den österreichischen Studierendenmarkt hinausgehend eine internationale Dimension in dieses Studium hineinzubekommen. Wie schon erwähnt, gibt es ein Aufnahmeverfahren für dieses Studium. Wir haben im Moment in dieser ersten Phase der Einführung eine Kontingentierung auf 50 Plätze. Ich hoffe und verhandle gerade mit den Rektoraten, dass wir das vielleicht auch später, wenn das Programm erfolgreich ist, ausweiten können. Im Moment sind wir auf 50 Plätze limitiert und dieses Verfahren beginnt mit einer Bewerbung im Mai, gefolgt von einem fachlichen Einstufungstest. Das zielt insbesondere darauf ab, wenn wir international Studierende bewerben und auffordern für ihre Applikation, dass sie hier entsprechend auch Vergleichbarkeit im Ausbildungsniveau herstellen. Hier gibt es einen auf EU-Ebene standardisierten Test, der das Ausbildungsniveau am Ende eines Bachelorstudiums abfragt und anschließend, und das war uns ganz wichtig, auch die Möglichkeit eines individualisierten Bewerbungsgespräches, wobei das natürlich sowohl on-site, aber in Zeiten wie diesen auch sehr stark mit einer virtuellen Komponente umsetzbar ist, damit auch tatsächlich die besten Köpfe hier an die TU Wien, an die Uni und an die BOKU gebracht werden können, damit wir ein sehr kompetitives Programm haben. Wir versuchen hier tatsächlich in der Premium-Liga mitzuspielen. Ich darf Ihnen auch sagen, dass es im zentraleuropäischen Raum kein vergleichbares Studium gibt. Es gibt speziell in westeuropäischen Ländern auch Bildungsinitiativen in diesem Bereich. Im zentraleuropäischen Raum wollen wir hier einen Leuchtturm tatsächlich im Großraum Wien etablieren. Die Anforderungen sind ganz klar Richtung Experimentalausbildung gesetzt. Das heißt, man braucht eine chemische Vorerfahrung, das spiegelt sich auch wieder in den Zulassungsvoraussetzungen, aber wir fokussieren uns nicht nur auf Chemiker, sondern auch auf verwandte Disziplinen, also auch aus dem Bereich Biochemie, Umweltwissenschaften etc. soll dieses Studium offen sein für Bewerbungen. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie eine gewisse Grundausbildung in Experimentalchemie auch mitbringen. Hinsichtlich der weiteren Wertschöpfungskette sehen wir diese Initiative als einen ersten Akzent. Wir bauen jetzt dieses Masterstudium. Wir bereiten gerade auch eine Doktoratsausbildung flankierend vor, ebenso idealerweise zwischen den 3 Universitäten. Und es wird auch im Moment gerade mit der TU Academy ein berufsbegleitendes Programm hier diskutiert, sodass wir tatsächlich in diesem Bereich grüne Chemie, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft ein sehr umfassendes Ausbildungsprogramm anbieten können, mit der Zielsetzung hier auch entsprechend kompetitive Personalkompetenzen für die österreichische Industrie anzubieten, um das tatsächlich auch dann zum Vorteil des Industriestandortes Österreich zu entwickeln. Was sind jetzt die Einsatzmöglichkeiten von Absolventinnen und Absolventen aus diesem Haus? Prinzipiell ist das Masterstudium dazu geeignet, direkt in den Beruf einzusteigen. Es ist aber durchaus so, dass gerade in der Chemie auch weiterführende Bildungsprogramme wichtig sind. Daher haben Sie auch die zusätzlichen Maßnahmen gesehen. Ganz klar einerseits die Ausrichtung in Forschung und Entwicklung, aber auch in Produktionsprozessen, damit wir die Breitenwirksamkeit der technologischen Transformation wirklich umsetzen können. Insbesondere aber auch regulatorische Maßnahmen im Bereich der Zulassung von neuen Chemikalien, der Zulassung von neuen Verfahren, die dann tief hineingehen bis zu patentrechtlichen Aspekten. Sie sehen also, das Betätigungsfeld der Absolventinnen und Absolventen hier ist ein sehr breit gefächertes. Die Kernexpertise liegt in der Querschnittsherangehensweise, in der disziplinenübergreifenden Herangehensweise, in der Beantwortung von Fragestellungen aus dem Feld. Zu guter Letzt noch, wie ist die Roadmap in diesem Studium? Wir starten am 2. Mai mit der Online-Registrierung, die ist im gesamten Mai offen. Es wird dann danach dieser Evaluationsprozess für die Rankinglist im Laufe des Junis durchgeführt werden. Für jene Kandidatinnen und Kandidaten, die in den Top 50 landen, wird dann das formelle Zulassungsverfahren losgetreten und am 1. Oktober wird dieses Studium starten. Ich darf jetzt auch schon ankündigen, dass es am 18. Oktober eine Eröffnungsenquete dieser Initiative gibt, die sehr stark auch vom Bundesministerium für Klimaschutz unterstützt wird. Wir sind da sehr dankbar, dass wir hier entsprechend auch Begleitung bekommen aus diesem Haus. Damit kurz
zu meiner Präsentation zu diesem neuen Studium und ich bin sehr gerne zu Ihrer Verfügung für Fragen. Jetzt haben Sie ja erklärt, dass man eine Ausbildung oder zumindest eine Vorerfahrung in Experimentalchemie braucht. Da würde mich interessieren, wenn man jetzt Chemie oder bestimmte Chemikalien umweltverträglicher machen möchte, wie geht man denn da vor, wie macht man das, wenn man da beginnt umzudesignen? Also da gibt es einen Ansatzpunkt, dass Sie natürlich auch von der Quelle dieser Chemikalien einmal ausgehen können. Viele Chemikalien in der aktuellen chemischen Industrie sind petrochemischen Ursprungs, damit nicht als nachhaltig zu betrachten. Auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr viele biogene Ressourcen, die aber noch nicht erschöpfend ausgenutzt werden, weil in manchen Bereichen Konkurrenz mit der Nahrungsmittelindustrie, aber es gibt ganz viele Bereiche, wo sie keine Konkurrenz haben, wo wir eigentlich Abfallstoffe im Moment generieren. Wenn Sie zum Beispiel an Chitin aus den Schalen von Krebsen denken, das ist das zweitgrößte Biopolymer auf diesem Planet, das im Moment technologisch nicht genutzt wird. Und eine der wesentlichen Fragestellungen ist auch, wie wir quasi in vorhandene chemische Produktionsprozesse Grundstoffe einschleusen können, die nicht petrochemischen Ursprungs sind, sondern die aus biogenen, damit nachwachsenden und regenerierbaren Quellen kommen. Zweiter Aspekt in dem Zusammenhang ist auch die Überlegung, eine geschlossene Kreislaufwirtschaft aufzubauen, indem Sie schon im Design von neuen Chemikalien, im Design von neuen Stoffen, Polymeren dran denken, dass Sie später diesen Stoff möglichst leicht rezyklierbar gestalten. Bei den Kunststoffen, die wir im Moment verwenden, ist meistens bei der Rezyklierung ein Qualitätsverlust verbunden. Sie können Kunststoffe schreddern und dann gepresste, qualitativ weniger gute Produkte herstellen. Es wäre viel smarter, wenn wir es schaffen, tatsächlich einen Rezyklierungsprozess bereits vorzusehen in der Entwicklung dieser Chemikalien, die dann die Wiederverwertung möglichst qualitativ hochwertig erlauben. Jetzt ist die Abkehr natürlich von fossilen Ausgangsstoffen die Jahrhundertaufgabe schlechthin. Wie nah ist man denn da eigentlich an der Forschung? Weil wenn Sie eben, wie Sie jetzt erläutert haben, wenn man versucht, biogene Stoffe zu finden, die als Ersatz dienen können für Stoffe, die auf Petrochemie beruhen, also da ist man ja wirklich, das geht ja Hand in Hand mit aktuellen Forschungen und Entdeckungen. Das ist genau das Spannende und auch der Grund, warum wir dieses Studium jetzt sehr stark forciert haben, da wir aus dieser rein grundlagenorientierten Forschung jetzt in die Anwendung treten. Wir haben eine Transformation von industriellen Prozessen, die genau diese Zielsetzungen haben, weil wir jetzt auch in der Lage sind, auf einer ökonomischen Ebene mit petrochemischen Rohstoffen konkurrieren zu können. Biogene Rohstoffe sind etwas problematischer hinsichtlich Versorgungssicherheit etc., aber wir haben in der Zwischenzeit Technologien entwickelt, die in der Lage sind, das zu skalieren und damit aber tatsächlich in die Anwendung zu gehen. Und genau jetzt braucht es die Fachexperten, die diesen Prozess auch in der Industrie begleiten können. Und diese Fachexpertinnen und Experten wollen wir mit diesem Studiengang ausbilden. Um skalieren zu können, braucht man natürlich sehr effiziente Herstellungsverfahren auch. Wie sieht denn das bei diesen Verfahren aus? Gibt es da auch noch Potenzial, dass man sagt, da muss man, was Energieeffizienz zum Beispiel betrifft, noch irgendwie nachschärfen, sich was Neues überlegen? Auf jeden Fall. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das Sie wahrscheinlich aus dem täglichen Leben kennen. Sie fahren vielleicht auch manchmal mit einem Auto, dort haben wir einen sogenannten Katalysator drinnen. Dieser Autokatalysator hilft, Abgase schnell in weniger schädliche Abgase zu überführen. Das Prinzip der Katalyse ist aber ein fundamentales in der Chemie. Es dient dazu, chemische Prozesse schneller und bei milderen Bedingungen durchzuführen. Das heißt, Sie brauchen nicht 150 Grad und 100 Atmosphären Druck, sondern Sie können einen Prozess bei Raumtemperatur und Atmosphärendruck durchführen. Die Entwicklung von solchen neuen Katalysatorsystemen ist ein ganz zentraler Punkt, der auch in diesem Studium behandelt werden soll, um genau die Prozesse effizienter zu gestalten. Zweites Beispiel, das ich auch noch geben möchte, ist die sogenannte Atomökonomie. Es geht darum, dass Sie bei vielen chemischen Prozessen nur sehr wenig Anteile von Reagenzien, die Sie zusetzen, am Ende des Tages in Ihrem Produkt finden. Das heißt, Sie generieren sehr viel Abfallstoffe. Und auch hier vom Design weg schon den Prozess so zu gestalten, dass möglichst viel von dem, was ich meiner chemischen Reaktion zufüge, auch im Endprodukt wiederfindet, resultiert automatisch darin, dass sie auch weniger Abfall generieren. Das sind genau diese Aspekte, die man in Einzelkomponenten hier bearbeitet. Aber, und das ist, glaube ich,
das zentral Neue in diesem Studium auch auf einer gesamtheitlichen Skala dann versucht zu optimieren. In der grünen Chemie haben sie quasi sowas wie die Gesetzestafeln, die 12 Prinzipien der grünen Chemie. Und es war lange Zeit die etwas verklärende Idee, wenn ich 2 oder 3 von den Prinzipien bediene, dann bin ich schon grün. Nein, das ist genau der falsche Ansatz. Ich muss möglichst alle dieser Grundprinzipien bedienen, damit ich tatsächlich von einem nachhaltigen Prozess reden kann. Und auch diesen Aspekt wollen wir dem Studium sehr stark in den Vordergrund stellen. Jetzt haben Sie gesagt, eben diesen gesamten Prozess betrachten Sie, haben auch schon die Kreislaufwirtschaft angesprochen, da müssen wir hinkommen, dass die Stoffe im Kreislauf bleiben. Da gibt es noch große Herausforderungen. Sie haben es gesagt, die Rezyklierbarkeit ist da oft ein Problem. Welche Rolle spielt da die Chemie oder was sind da die Hürden, auf was muss man da besonders achten, was sind da aus chemischer Sicht die großen Herausforderungen? Das ist eben das smarte Design von Stoffen. Ich glaube, das Problem, das wir im Moment in der Kreislaufwirtschaft und der Rezyklierung haben, ist, dass im Vordergrund steht, dass ein Material möglichst gute Performance entwickelt in der Anwendung und es wird nicht berücksichtigt, was nachher damit passiert. Wenn Sie nach Amerika schauen, dann wird dieser Stoff deponiert, aus den Augen, aus dem Sinn. Jetzt geht es genau darum, dass wir die performante Entwicklung eines Stoffes, eines Werkstoffes, eines Kunststoffes, die haben wir im Griff. Und jetzt können wir uns vorgelagert dem Aspekt widmen, dass wir diesen Stoff mit diesen Eigenschaften, die angestrebt sind, so herstellen, dass aber auch die Wiederverwertung später bereits mitgedacht ist und die Wiederverwertbarkeit damit vereinfacht, effizienter und damit auch tatsächlich frequenter passiert. Inhaltlich ein wirklich spannendes und zukunftsträchtiges Studium. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch ein bisschen zusammenfassen, was man denn mitbringen muss. Also vielleicht können wir noch mal so ein bisschen die Hard Facts herausarbeiten. Also es wird ein englischsprachiges Studium sein. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Studienplätzen und deshalb auch ein Auswahlverfahren. Und Sie wollen nicht nur Absolventinnen und Absolventen aus chemischen Studienfächern ansprechen, sondern auch zum Beispiel die Umweltwissenschaften. Wenn man jetzt eben Umweltwissenschaften studiert hat, muss man was nachbringen, nachweisen, kann man irgendwie bei Ihnen noch einen Kurs machen, um sich vielleicht chemisch auch fit zu kriegen? Die aktuelle Konzeption des Auswahlverfahrens ist, dass Sie das mitbringen müssen. Ja? Man kann natürlich hier auch zusätzliche Kompetenzen auf einer Detour versuchen zu bekommen. Ja? Im Moment ist es so, dass wir in die Richtung gehen, dass Personen bevorzugt aufgenommen werden, die das im Rucksack bereits mithaben. Wobei, wie gesagt, in der Zukunft hoffe ich, dass wir das auch ausweiten können. Wichtig ist, dass es, und das ist auch in unserem Auswahlverfahren ein zentraler Punkt, dass weniger die Fachexpertise in der Vorausbildung in den Vordergrund gestellt wird. Da muss es ein solides Fundament geben, das ist klar. Aber wir versuchen sehr stark, die Motivation in den Vordergrund zu stellen, daher auch in diesem Interview. Warum will ich in diesen Bereich hineingehen? Bringe ich das Rüstzeug mit, über die Disziplinengrenze, in der ich bisher ausgebildet wurde, auch wirklich hinauszugehen, nicht nur über den Tellerrand zu blicken, sondern auch wirklich den Schritt voraus zu machen, auf andere Disziplinen zuzugehen, um einfach die beste Lösung zu einem Problem zu sehen, zu erkennen und in die Umsetzung zu bringen. Das ist, glaube ich, die wesentliche Zielsetzung auch des Auswahlverfahrens. Man muss natürlich irgendwo eine Basislinie anlegen, diese Hürde muss übersprungen werden, aber die ist für viele Studien, wir haben das sehr genau recherchiert, für viele Studien erbringbar. Sehr wesentlich ist die Motivation, warum ich in diese transdisziplinäre Ausrichtung hineingehen möchte und was ich daraus für Synergien ziehen kann. Jetzt wird es ja auch die Möglichkeit geben, dann sozusagen in der Forschung Fuß zu fassen. Sie wollen auch ein Doktorat darauf aufbauend noch etablieren. Wie sind denn die Rückmeldungen aus der Industrie, von den Unternehmen, was jetzt diesen Studiengang angeht? Ich weiß, Sie sind auch Wissenschaftler und in der Forschung verankert, aber vielleicht können Sie da noch ein bisschen den Eindruck geben, wenn man sich jetzt für dieses Studium entscheidet, wie gefragt ist man denn anschließend auch am Arbeitsmarkt? Da ich ein Absolvent der TU bin, bin ich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Anwendung drinnen. Also ist für mich das auch sehr wichtig, nicht nur eine Idee zu haben, sondern sie auch zur Umsetzung zu bringen und breitenwirksam zur Umsetzung zu bringen. Aber zurückkommend auf Ihre Frage, im Moment läuft man uns die Türen ein, auch seitens der Industrie, mit Rückfragen zu diesem Studium. Das heißt, ich denke, dass die Jobvermittelbarkeit von Absolventinnen und Absolventen hier ausgezeichnet ist.
Das ist auch die Motivation, warum wir dieses PhD-Programm auch schon anpeilen. Das soll in enger Kooperation mit der Industrie sein. Und das berufsbegleitende Programm, das wir auch schon mitdenken im Moment, ist speziell auf Wunsch von vielen Industrievertretern in Österreich bei uns im Moment in der Diskussion. Das heißt, ich denke, wir machen hier wirklich ein Angebot, das dem Bedarf in der Industrielandschaft in Österreich schon jetzt entspricht. Und meine Hoffnung ist auch ganz klar, dass wir damit auch zukünftige Bedürfnisse bei der Ausweitung von Industrieaktivitäten im Bereich umweltverträglicher Technologien, im Bereich Umwelttechnologien im breitesten Sinne, damit weiter vorantreiben können. Es ist eine kleine Aktivität im Bereich Chemie, aber ich denke, wir haben gerade einen großen Umbruch im Mindset von vielen Studierenden, auch Industrievertretern. Und hier gilt es auch, das nicht abreißen zu lassen, sondern wirklich auch das Angebot zu machen, dass die Umsetzungen erfolgreich sind. Wer also auf der Suche nach einem Green Job ist und auch aktiv an der Bekämpfung der Klimakrise mitwirken möchte, ist in diesem Studiengang sicher sehr gut aufgehoben. Herr Michovilovic, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den Besuch hier bei uns im Vortragssaal 2 der West. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit. Ich darf auch noch ganz kurz auf unsere Webpages verweisen. Ab 1. April finden Sie unter der kleineren angeführten Webpage hier zusätzliche Informationen zum Studienprogramm. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.